Mein Gast im heutigen Coffee Talk ist der Adriel Joost und wir reden über die einfache, aber super spannende Frage, was ist eigentlich Geld? Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Mitgründer und CEO von TrueWealth. Adriel Joost ist Fellow am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik von der Uni Luzern. Du bist promovierter Ökonom, hast an der HSG doktoriert und du hast mehrere Jahre an der Schweizerischen Nationalbank geschafft. Unter anderem hast du den Vizepräsident vom Direktorium von der SNB beraten. Adriel, willkommen im heutigen Kaffeetag. Hoi, freut mich, da zu sein. Lass uns mit einer einfachen Frage anfangen. Also zuerst mal der Themenkomplex, was ist Geld? Es gibt zwei Sorten von Schweizer Franken. Eines Geld, das Banken bei der SNB deponieren können und das Geld für alle anderen. Kannst du uns erklären, was der Unterschied zwischen diesen beiden Sorten Geld ist? So einfach ist die Frage vermutlich gar nicht. Es sind schon ganz komplexe Sachen, die wir hier heute behandeln. Aber versuchen wir das möglichst einfach zu erklären. Das eine Geld ist tatsächlich das, was die SNB rausgibt. Und das andere ist eigentlich das, was die Banken rausgibt. Und das Spezielle daran ist, dass das Geld, das die SNB rausgibt, heute eigentlich nur Banken wirklich Zugang haben. Weil die Banken haben das Konto bei der Nationalbank. Bargeld ist auch ein Teil von dem Geld, das man von der SNB bekommt, aber das ist ja in der heutigen Wirtschaft eigentlich nicht mehr wirklich relevant. Und darum ist das Geld, das wir als Menschen, als Firmen wirklich brauchen, das sind eigentlich Konten, die wir bei einer normalen Bank haben und wo aber auch erst entsteht, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Das heisst, es ist sehr stark verlinkt mit was Banken tun und was Banken sind und wie sich auch Banken finanzieren. Ja, wir kommen nachher zu diesem Thema. Aber ich möchte zuerst noch besser verstehen, was Geld ist. Und du kennst dich aus, also ich muss die Gelegenheit da nutzen. Wenn ich jetzt als normaler Bürger mein Geld zu meiner Hausbank bringe und nehmen wir an, die Hausbank bringt das Geld, also deponiert es bei der SNB. Ja? Was zahlt denn die SNB der Bank für einen Zins? Sie zahlt jetzt den Zins, der der sogenannte Leitzins ist, also dort, wo eigentlich die Nationalbank die kurzfristigen Zinsen haben. Das muss sie jetzt machen, weil sehr viel von dem Nationalbankgeld im Umlauf ist bei den Banken und darum muss sie den Zins dort auf die aktuell 1,75% Zins ansetzen und das Geld der Banken geben. Der meiste Teil. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Einen gewissen Teil hat sie noch mit 1,25% verzinst, aber einen grossen Teil hat sie mit 1,75% Zins entlöhnt quasi. Und woher nimmt, also wenn jetzt die Schweizerische Nationalbank der Banken das Geld verzinst, woher nimmt sie das Geld für den Zins? Ja, ein SNB kann natürlich auch Geld schaffen. Das Nationalbankgeld kann sie schaffen. Das heisst, sie kann einfach etwas gutschreiben auf dem Konto der Bank, bei der Nationalbank. Und das ist auch tatsächlich das, was passiert. Wenn sie dann einen Zins auf dem Konto zahlt, kann sie einfach das Konto von dieser Bank erhöhen. Wenn eine Bank dann das irgendwann mal auszahlt an einen Mitarbeiter von einer Bank, dann entsteht dann auch das Bankengeld, wenn man so will. Weil dann hat man ja auch, ein Mitarbeiter hat dann Geld auf seinem Konto und kann dann mit dem etwas kaufen und dann ist dann quasi auch das andere Geld entstanden. Aber im ersten Schritt tut einfach die Nationalbank das der Bank gut schreiben. Und also wenn ich jetzt Geld zu meiner Hausbank bringe, ist es normal, dass die Bank dann das Geld auch bei der SNB deponiert oder muss sie das gar nicht? Doch, das ist eigentlich wie ein automatischer Prozess. Das Nationalbankgeld, also die erste Sorte, die wir da geredet haben, das ist hauptsächlich auch gebraucht, damit Banken untereinander im Austausch sein können. Das heisst, wenn ich das Geld von der einen Bank zu einer anderen bringe, ist es wie automatisch, dass bei den Konten, die die Banken bei der Nationalbank haben, dann auch die Anpassungen passieren. Das heisst, bei meiner ersten Bank wird das Konto reduziert und bei der Bank, wo ich das Geld hinbringe, wird das Geld erhöht. Ja. Oder wenn ich mit meinem Geld bei meiner Bank etwas kaufe und der Lieferant, oder weiß auch nicht, der Coop, wo ich es kaufe, ist bei einer anderen Bank, dann wird auch etwas gut geschrieben zwischen den Konten bei der SNB, die Banken haben. Ganz exakt, ja. So aber wenn der Verkäufer von diesem Produkt zufällig bei der gleichen Bank ist, dann muss eigentlich nichts passieren bei der SNB.
Dann muss nichts passieren. Das ist genau so, ja. Dann wird das innerhalb von der Bank abgewickelt und das hat dann für die SNB in dem Sinne keine Auswirkungen. Ja. Was ja, an dem sieht man auch, dass es zwei verschiedene Sorten Geld sind. Also Banken machen das Geld und die SNB. Das ist so und die haben eigentlich miteinander auch nichts zu tun, die beiden Kreisläufe. Also man kann es so teilweise erklären, auch mit dem Blut bei einer schwangeren Frau, wo nicht sich vermischen mit dem vom Kind. Logisch hängen die dann voneinander ab, entscheidend, aber es vermischt sich eigentlich nicht. Es sind wie zwei Kreisläufe. Es sind wirklich zwei Kreisläufe, wo man sich eigentlich gar nicht so bewusst ist. Ja, im Normalfall als Bürger, wir haben einfach den Franken. Das ist unser Geld hier in der Schweiz. Was heisst Geld? Das Geld, wo die Sachen angeschrieben sind im Laden. Dass man weiss, das ist jetzt 1000 Franken bei uns in der Schweiz oder 500, kann man vergleichen. Und man kann dann zahlen mit dem Geld. Das sind so die Zwecke vom Geld. Und das meint man einfach, das ist so, aber es ist eben ein bisschen komplexer, dass es dann schlussendlich zwei Arten gibt und wir nur das eine haben, das bei den Banken verortet ist. Ja. Jetzt, du hast vorher gesagt, die SNB verzinst aktuell das Geld gegenüber den Banken mit 1,75% respektive 1,25%, je nachdem, wo die Limite bei der Bank ist, welcher Teil vom Geld. Aber irgendwo ist es etwas dazwischen in der Mischung. Aber wenn ich jetzt mein Geld zu der Bank bringe, wenig Banken verzinsen es mit 1,5 oder 1,25% im Moment. Das ist meistens eigentlich unter 1%. Warum ist das so? Also wie kann man das erklären? Es hängt ein bisschen davon ab, wie gut du verhandelst mit der Bank. Weil eine Bank natürlich darauf schaut, wie hoch müssen wir den Preis machen, wie günstig muss man quasi so ein Konto anbieten. Und wenn eine Bank merkt, dass der Kunde eigentlich mit einem höheren Preis auch zufrieden ist eine Bank ja dumm, dass sie dann einen tieferen Preis gibt. Und jetzt sind die Zinsen umgewandelt, heisst das, ja, sie können natürlich vielleicht einen höheren Zins zahlen, was für sie mehr Kosten wird mit sich bringen, aber macht das natürlich nicht, wenn der Kunde trotzdem bleibt. Ja, aber ist denn das Nationalbankgeld nicht eigentlich eine Commodity? Also ich meine, es ist ja, jeder Franken ist ja gleich, oder? Und es kostet eigentlich nichts, das zu generieren. In einer freien Marktwirtschaft müsste dann eigentlich einfach der Markt das lösen, müsste ein neuer Konkurrent auf den Plan kommen. Also wenn irgendwie alle Banken das machen und da wirklich eine grosse Zinsdifferenz besteht und der Zins von der SNB der Kunden nicht weitergeht, müsste man doch meinen, müsste einfach jemand Neues auf den Plan kommen und das machen. Es gibt natürlich verschiedene Antworten darauf. Also erstens ist es natürlich schon so, dass wenn man jetzt ein grosser Kunde ist und zu einer Bank geht, dann hat man schon Verhandlungsmacht. Und dann kommt man schon hoch auf die 1,678% tun. Weil die Bank weiss, wenn wir wirklich nicht verlieren, dann zahlen wir weiter. Das Zweite, was man muss sagen, die Bank hat natürlich schon auch Kosten mit einem Kunden. Der kommt den Leuten vielleicht mal nach oder muss den betreuen. Das heisst, die haben natürlich Kosten, wo sie auch einberechnen muss, in was sie kann zahlen kann. Von dem her ist das auch nicht, kann man es auch nicht so, muss man das auch einsehen, dass natürlich eine Bank ist. Das Dritte ist natürlich aber das, was ich gesagt habe, dass tatsächlich der Wettbewerb nicht wahnsinnig auf die Preise irgendwie ausgerichtet ist, weil viele Kunden offenbar auch mehr anders gewichtet, als vielleicht, ob man jetzt noch 100 Franken mehr bekommt von diesen Zinsen. Es geht uns in der Schweiz ja gut. Und man weiss, ich meine, wir sind ja auch als Finanzunternehmen und man weiss, dass Kunden eigentlich gar nicht so wechselbereit sind. Es braucht recht viel, oder, bis Kunden sagen, jetzt gehe ich irgendwie ins Wechselbank oder so. Es ist auch mit Kosten verbunden. Man muss dann, so wie es heute ist, man muss dann aufwendig, muss überall das ändern, anders melden. Es ist aufwendig, das macht man nicht so schnell. Könnte man natürlich schauen, dass das vielleicht auch einfacher geht. Dann wird sich der Wettbewerb tendenziell erhöhen. Du hast vor nicht langer Zeit einen Bericht publiziert über Geldpolitik und Finanzstabilität. Ja, und es hat recht viel Medienresonanz erzeugt. Und in diesem Bericht gibst du eine Schätzung von den impliziten Subventionen, die eigentlich Banken erhalten. Und das hat nicht mit, so wie ich verstanden habe, nicht mit dem zu tun, was wir jetzt gerade gesagt haben, mit den Bankkonten. Aber es sind andere Subventionen. Und du sagst, deine Schätzung ist 30 Milliarden Schweizer Franken an Subventionen für die Schweizer Banken pro Jahr. Das ist eine grosse Zahl. Kannst du uns
die Subventionen erklären, wie es zu denen kommt. Ja, und es hat also tatsächlich etwas zu tun mit dem, was wir bis jetzt diskutiert haben. Weil das Geld, das ich bei einer Bank auf dem Konto habe, das finanziert die Bank. Das ist wie, mit dem Geld kann sie etwas anfangen. Und wie wir jetzt diskutiert haben, das ist jetzt nicht, wenn ich irgendeine andere Firma finanziere und mir überlege, ja, das ist jetzt ein Investment, hoffentlich gibt es etwas daraus, du musst wahrscheinlich ein bisschen diversifizieren, das heisst überall, dass ich, wenn das eine dann ausfällt, ich kein Problem habe. Das ist eine Finanzierung, wo ich mir gar nicht wirklich bewusst bin, weil das ist ja mein Geld, das ist mein Franken, das ist da, wo ich heute Abend noch irgendwie zur Nacht posten will. Ja. Gleichzeitig will ich aber die Bank finanzieren. Und da merkt man schon, eine Bank ist eben nicht irgendwie einfach ganz eine normale Unternehmung, wie es schon ist. Ja. Die Finanzierung ist teilweise tatsächlich durch mein Geld. Und weil die Bedeutung dann auch hoch ist, ist es auch klar, dass der Staat, wenn eine Bank jetzt ein Problem hat, dann nicht einfach sagt, ja, bankrott, immer wieder Firmen gehen bankrott, das ist natürlich, das ist sogar gesund, einfach alles kein Problem. Weil potenziell ist Geld in Gefahr, wenn eine Bank bankrott geht. Und das heisst, ein Staat schaut dann, ja, das muss man irgendwie sichern. Man kann die Bank nicht untergehen lassen. Und das wiederum heisst, weiss ja dann auch die Bank, und das macht eine Bank sicherer und sie kann sich durch das günstiger finanzieren. Oder? Sie kann, wenn ich jetzt wirklich wüsste, wie unsicher meine Bank wäre, würde ich vielleicht mehr Zins verlangen. Ja. Jetzt so weiss ich, der Staat ist dahinter, ich komme mein Geld dann schon wieder mal zurück über. Also bin ich auch mit einem halben Prozent zufrieden. Ja. Und da hat eine Bank natürlich dann eben einen Vorteil gegenüber einer anderen Unternehmung. Und das kann man muss man als Subvention bezeichnen, als implizite Subvention, oder? Weil es so ist nicht das Geld, wo irgendwie der Staat einfach der Bank eine Milliarde überweist in dem Bereich, sondern sie kann sich, oder alle Banken können sich eben wie 30 Milliarden günstiger finanzieren, als wenn man es vergleicht mit ganz normalen marktwirtschaftlichen Unternehmen. Ja. Einfach weil die Leute, die der Bank Geld ausleihen, zum Pensionskassen als Beispiel, oder, davon ausgehen, dass im schlimmsten Fall kommt der Staat und rettet es. Es ist auch du und ich mit unserem Konto bei einer Bank finanziere ich auch die Bank. Das heisst, jeder, der Geld und ein Konto hat, und das ist kommt ja nicht ohne aus, aber es sind natürlich auch eher langfristige Investoren, so wie klassisch eine Pensionskasse oder schon, wo einfach so klassisches langfristiges Fremdkapital gibt. Die können auch profitieren. Es sind wie beide Sachen. Es ist das kurzfristige Geld und es ist die klassische Unternehmensfinanzierung. Ja, ich glaube, die meisten Leute stellen sich vor, wenn ich Geld zu der Bank bringe, dann ist es dort bei der Geld, oder dann ist es bei der Bank. Oder? Wie wenn es im Tresor wäre. Natürlich ist es vielleicht irgendwo in einem Konto oder so, man stellt sich schon vor, es ist wirklich dort. Oder? Aber ich habe mal vom Fall gehört, da war wirklich jemand am Bankschalter und Geld zum Bankschalter brauchen, zum Einzahlen. Oder? Und dann ist am gleichen Tag er wieder gekommen und gesagt, ich hätte gerne meine Nötchen wieder. Oder? Und dann hat er die auch wieder bekommen. Aber dann hat er die Nötchen angeschaut und hat gesehen, aber da sind andere Nummerchen drauf. Dann hat er gesagt, ja, er will wieder sein Geld. Er will wirklich seine Nötchen wieder. Und das war natürlich nicht möglich gewesen. Aber die Nötchen sind weg gewesen. Nein, wenn man das will, muss man sich nur einen Tresor tun, wie ja Banken auch anbieten, oder so, dass man genau quasi das Zentralbankgeld, also die Banknoten nimmt und im Tresor hat, genau. Und das ist aber auch dann schlussendlich der Grund, wieso es einen sogenannten Bankrun geben kann, also einen Bankensturm, wo wir von einer Art ja auch den Frühling in der Schweiz gesehen haben mit der Credit Suisse, wo, wenn die Leute dann eben doch Angst bekommen, wieso auch immer, weil vielleicht die Bank oder weil in den USA irgendeine Bank mit Silicon Valley Bank oder die in genau die Situation hineinkommt und dann denken die Leute, oh, das könnte in der Schweiz auch passieren. Welche Bank könnte es in der Schweiz sein? Ja, oder sogar einfach ein Gerücht irgendwo. Und dann ist es natürlich sehr rational, als Kunde zu sagen, ja, jetzt noch, also ich bin lieber der Erste, tue ich das abzügeln auf eine andere Bank. Ja.
hat nicht viel gekostet, wenn es nichts siehst, aber lieber noch schneller das, was oben ist, bei der Bank noch bekommen. Ja. Weil die anderen Sachen sind irgendwo, da hat man eben eine Bank finanziert und das hat die Bank dann nicht einfach zur Verfügung. Genau. Und das kann das, wenn das alle oder zu viel denken, hat das natürlich dann das Element von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Dann kommt eine Bank tatsächlich ein Problem über. Weil alle dann das können abholen. Klar, aber aus deiner eigenen Perspektive sagst du natürlich, ja, ich möchte nicht der Letzte sein oder die Letzten beißen die Hunde. Die Amerikaner sagen, better safe than sorry. Genau, und darum sind wir auch im einen von der Kern vom Reden über Finanzstabilität und Bankenstabilität. So wie das System heute organisiert ist klar, dass das geben kann. Darum ist aber auch, und das haben wir vorhin auch gesagt, eine Zentralbank dahinter. Ja. Und das ist so ein bisschen eine Grundbegründung, wieso es überhaupt auch eine Zentralbank gibt, dass sie eben als sogenannter Lender of Last Resort eingreifen und eine Bank kann die Liquidität zur Verfügung stellen, wo sie dann nicht haben können. Und das macht dann das System natürlich wieder stabiler, weil ich als Kunde dann kann wissen, ja, wie es auch bei der Credit Suisse der Frühling gesehen ist. Schlussendlich hat dann die SNB auch die Liquidität zur Verfügung gestellt und wir konnten es können auszahlen. Was dann aber wieder die Subvention ist ja bei der Bank, wo deine Ursprungsfrage ist. Aber es ist ja nicht nur Liquidität. Also ich meine, es ist nicht nur das. Ja. Es kann ja sein, dass wirklich ein Loch in der Bilanz ist, oder? Korrekt. Das Weil in so einer Situation muss ja eine Bank dann unter Umständen auch Assets auf ihrer Bilanz verkaufen. Zu einem schlechten Zeitpunkt. Ja. Und dann reißt es noch mehr ein Loch rein. Und dann ist es nicht nur ein Liquiditätsproblem, sondern eigentlich finanziert dann die SNB ein Loch in der Bilanz oder einen Verlust. Dann ist dann eigentlich schon gedacht, dass eben nicht die SNB die Liquidität einfach zur Verfügung stellt, sondern dass eher jetzt in der Schweiz der Bund, so wie er es auch 2008 bei der UBS gemacht hat und jetzt bei der CS einen Verlust quasi nach bei der Fusion mit der UBS versprochen hat, dass der Bund wieder rekapitalisiert faktisch eine Bank. Ja. So, dass eine Bank nicht bankrott geht. Genau. Und das ist dann nicht nur ein Liquiditätsproblem, dass man einfach heute nicht genug Geld hat, sondern eine Abwendung von einem Bankrott, dass man zu viel Verlust macht, dass man schlicht und einfach kein Eigenkapital mehr hat und eigentlich müsste nach Gesetz müsste abwickeln, dass die Firma, wenn man ja nicht mit negativem Eigenkapital hantieren kann. Und wenn eine kleine Bank hops geht, bankrott geht, dann ist das nicht weiter schlimm. Aber bei einer größeren Bank, wir leben in einer immer vernetzteren Welt, oder? Wir haben es jetzt auch gesehen mit der CS. Es ist nicht nur ein Schweizer Problem dann, es ist ein internationales Problem. Und die Amerikaner erwarten dann auch, dass die Schweiz etwas macht und nicht die ganze Weltwirtschaft in einen Strudel hineingehen lässt. Ja, es ist sehr vernetzt, direkt, aber natürlich auch durch den Kanal von der Unsicherheit. Ja. Wenn man plötzlich eben kein Vertrauen mehr hat in die Banken und der Staat dann eben nichts macht und sagt, ja, lassen wir wirklich einen untergehen, dann machen sich vielleicht andere auch noch Gedanken beim zweitletzten Glied von der Kette ist das vielleicht auch unsicher. Und darum ist sehr schnell eine Gefahr, dass dann das sich innerhalb von einem Land oder global dann die Unsicherheit verbreiten. Und das wiederum ist ein Grund, wieso Behörden in den letzten Jahren immer sehr rigoros grosszügige Lösungen gewählt haben, um eben nicht irgendeine ungeordnete Abwicklung zuzulassen, sondern da lieber noch Steuergelder gebraucht hat oder zumindest riskiert hat, um das zu retten. Was dann das ganze Problem noch grösser macht. Mittelfristig wieder grösser macht. Und das ist genau in dieser Spannung, wo auch eine Politik heute ist. Wir können jetzt sagen, ja, man muss einfach noch grosszügiger die Banken unterstützen, dann kann man es stabiler machen. Und das hat etwas. Oder? Dann kann man noch ein bisschen sicherer sein in der kurzen Frist, auch als Kunde, dass das Geld wirklich sicher ist. Das Problem insgesamt wird aber dann nicht kleiner, weil die Banken noch weniger Anreiz haben, weil eigentlich die Subventionen noch grösser wären. Ja. Du hast es vorher angesprochen, also vor 15 Jahren war die UBS in dieser Situation, wo jetzt das Jahr CS war. Man hat mit staatlichen Geldern müssen die UBS retten, mit was sind es gewesen? 40 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann jetzt, das Jahr, 15 Jahre später, ist
also damals war CS ja eigentlich der Musterschüler gewesen, oder? Und UBS hat das Risikomanagement offenbar nicht im Griff gehabt. Jetzt, das Jahr war umgekehrt gewesen. Und CS war in dieser Situation gewesen. Man hätte einen Trick können machen. Man hätte jetzt einfach gesagt, UBS, du kaufst jetzt die CS auf, integrierst das. Man hat es auch mit Risikogarantie vom Bund unterstützt, dass es zu dieser Lösung gekommen ist. Der Trick geht natürlich in Zukunft nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch eine Grossbank am Schweizer Finanzplatz. Was ist die Lösung das nächste Mal, wenn es, weiß auch nicht, 10, 15 Jahre, wenn auch immer, wieder passiert? Was machen wir dann? Das ist jetzt die grosse Frage, die sich Politik und Gesellschaft auch in der Schweiz muss stellen muss. Dass es sehr dringend ist oder auch aus meiner Sicht entscheidend ist, dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden und nächstes Mal kommt es irgendwie besser, sondern dass man sich wirklich die Frage stellt, weil eine einfache Antwort gibt es nicht. Das ist so viel ist klar. Man kann sagen, irgendeine ausländische US-Grossbank dann versuchen zu unterbringen. Aber das ist super, super schwierig, rein schon rechtlich. Dann an einem Wochenende kann man dann nicht mehr alles mit nur Notrecht und all das ist, dann wird super schwierig. Und es ist auch die Frage, ob man wirklich eine US-Grossbank subventionieren mit so einem Deal. Also es wäre wirklich nicht schwierig. Das heisst faktisch, aus meiner Sicht, der Staat müsste dann halt irgendwie übernehmen. Oder die SNB, was gleich ist. Was schlussendlich, wenn man das kombiniert, gleichen ist in der Schweiz, sind wahrscheinlich schon eher die Gesetze so, dass ein SNB das nicht einfach so dürfte. Dann müssen wir das schon auch mit Notrecht dann irgendwie quasi das der SNB ermöglichen. Oder eben der Staat selber halt dann die Risiken übernimmt. Was dann heisst, es kann besser gehen, das kann schlechter gehen. Und wie viele Risiken dann ein Staat da muss übernehmen, das ist dann die grosse Frage. Wenn man so an Island denkt, wo das ähnlich gemacht hat in der Finanzkrise, die haben dann auch die Risiken übernommen. Und dort hat man dann mehr gemerkt, die haben sich dann das nicht nur übernommen, sondern sie haben sich wirklich übernommen mit dieser Rettung. Und dann ist halt die ganze Währung abgeschmiert. Und dann hat man quasi international Währungsfonds quasi als Land retten. Das ist sicher so ein bisschen der Worst Case. Das war ja noch ein kleines Land. Ist ein kleines Land gewesen, aber die Schweiz hat eben mit der UBS oder auch eine grosse Bank jetzt, die im Vergleich zur Schweiz eben auch sehr gross ist. Und darum, das ist sicher ein Worst Case, der aber jetzt nicht, wie soll man sagen, nicht unmöglich ist. Da kann man sich sehr wohl ein Szenario machen und das muss man irgendwie berücksichtigen, auch bei dieser Too-Big-to-Fail-Regulierung. Ja. Jetzt lass ich nochmal auf die Subventionen zurückkommen, also die 30 Milliarden, die du geschätzt hast, ist eine riesige Zahl. Aber andererseits kann man ja sagen, wir profitieren alle von einem guten Finanzplatz in der Schweiz, oder? Also Private, aber natürlich auch für Unternehmen, für KMUs, auch für Grossunternehmen ist es wichtig, dass wir einen starken Finanzplatz da haben. Wäre es denn ohne diese Subventionen, hätten wir eine nicht schlechtere Finanzdienstleistung in der Schweiz? Das ist die Abwägung, die man auch machen muss in dieser ganzen Diskussion. So weit bin ich einverstanden. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, dass die Dienstleistungen dann nicht angeboten werden, wenn die Subventionierung nicht da wäre. Hat es teilweise gewisse andere Preise? Ja. Wäre es transparenter, was kostet? So eine klassische Bank kann sehr viel quer subventionieren. Wir haben es am Anfang auch ein bisschen angetönt mit diesen verschiedenen Sachen. Sie finanziert sich, zahlt ein bisschen etwas, macht einen Kredit, kommt aber rüber und sie hat da sehr viel Hebel. Oder dann auch, wenn es richtig Vermögensverwaltung, wenn dann das eine Bank noch macht oder andere Beratungsgeschäfte. Sie kann da sehr viel natürlich mit dem Kunden ganzheitlich bedienen und dann schauen, für was wir noch Geld verlangen. Und das wird es dann wahrscheinlich eben potenziell wie mehr Transparenz geben, weil sie dann sich wirklich schauen, wie kann ich mich finanzieren. Und ich muss einen fairen Preis zahlen für die Finanzierung und kann das nicht noch mit etwas anderem verrechnen. Das muss man überlegen, wenn wir sagen, ja klar, Banken sind wichtig, aber Subventionen abschaffen heisst ja nicht Banken abschaffen oder irgendwie ein Finanzsystem abschaffen, sondern einfach vielleicht fairer bepreisen. Dass wir von diesen Subventionierungen auch profitieren, ja, das wird auch wieder komplex und so, aber ganz vereinfacht kann man natürlich schon sagen, dass natürlich, vermutlich Kreditzinsen eher höher wären, als sie heute wären, zum Beispiel. Ja, und es führt halt zu Verzerrungen auch, die Subventionen.
kann man vielleicht auch bei den Kreditzinsen aufhängen. Vielleicht sind sie heute tendenziell eher zu tief. Wenn man den Immobilienmarkt oder so anschaut, kann man die These vielleicht zumindest in den Raum stellen, dass man da eher von zu tiefen Zinsen profitiert hat und dort auch eher Blasenbildung dann ermöglicht hat. Richtig, ja. Du hast in deinem Bericht auch Lösungen skizziert, also wie man das Problem nicht kurzfristig, aber langfristig angehen könnte. Weil, ich meine, es ist schon kein lustiges Szenario, um sich auszudenken, ja, was passiert, wenn das Gleiche mit UBS in 15 Jahren passiert. Kannst du die Lösung uns erklären? Also es geht wirklich darum, ja, wie kann man die Subvention reduzieren, ohne dass man jetzt irgendwo Systemwechsel propagieren, dass Privatgeld, eine Bank muss ein Privatgeld rausgeben oder so, wo man sich, ja, wenn man jetzt ganz global überlegen will, sich auch könnte theoretisch vorstellen. Und dann sind es wie zwei Sachen. Einerseits kann sich eine Bank jetzt eben eher zu fest verschulden. Bei den Dynamiken, die wir geredet haben, wenn der Staat eingreift, kann die Bank sich sehr, sehr stark verschulden. Umgekehrt gesagt, ihre Eigenkapitalquote ist sehr, sehr tief im Vergleich zu einer anderen Unternehmung. Und wenn wir da eher dorthin gehen, was andere Unternehmungen schon so haben, die sind, dann würde man halt eher Richtung 30% gehen. Eigenkapital statt und Herz-Eigenkapital sogar. Wenn man es ganz konsequent jetzt, so ist mehr ein Gedankenexperiment vielleicht, aber das durchdenkt. Ne? Und nicht die 5%, die man jetzt hat. Und dann könnte man sagen, ja nein, da hat es sich nicht mehr verschuldet. Und das andere ist dann mehr das mit der SNB, dass sie eben auf den Lender of Last Resort kann zurückgreifen kann. Wenn sie da einfach Sicherheiten hat, die sie dann der SNB geben können im Notfall, so dass die SNB alle ihre Einlagen decken kann, ohne dass eben die SNB die Risiken dann nicht übernehmen muss, sondern dass sie die Sicherheiten hat, dann könnte man auch die Flanke quasi auch machen. Sie hat eine Versicherung, die Bank immer noch, aber sie ist nicht gratis, sondern sie liefern ja quasi dann auch die Sicherheit, dass die SNB muss keine Risiken eingehen muss. Das sind so ein bisschen die zwei, mehr Solvenz, Eigenkapital erhöhen und die Liquiditätssicherung subventionsfrei machen. Das wären eigentlich wie die zwei Wege, die man gehen können. Nur sind wir heute relativ weit entfernt von dem und darum ist das wahrscheinlich auch eher ein sportliches, langfristiges Ziel, das man müsste anvisieren. Das ist vielleicht den meisten Zuhörerinnen bei uns gar nicht bekannt. Ich meine, wir haben schon viele Unternehmer auch und Leute, die eine Bilanz lesen können. Und in der normalen Welt, nicht in der Bankwelt, hat die Bilanz mindestens 30% Eigenkapital im Normalfall. Oder? Es ist ungehört, dass ein Unternehmen 5% Eigenkapital hat und 95% Schulden. Also ausser sie steht kurz vor einem... Eine gesunde Unternehmung, genau. Vor einem Bankrott, oder? Eine gesunde Unternehmung, oder? Ja. Also wir müssen wahrscheinlich... Ja, wir müssen ja dann... Ja, das wäre nicht gut. Bei Banken ist es anders. In der Geschichte ist es nicht so gewesen. Historisch haben Banken eigentlich auch eine Eigenkapitalquote von 30% gehabt. Ja, sogar eher 50%, wenn wir so ins 19. Jahrhundert oder so zurückgehen. Ja. Und es ist tatsächlich auch eher immer reduziert worden. Gleichzeitig wie der Staat auch immer mehr gemerkt hat, ja, wenn eine Bank untergeht, muss man irgendetwas machen, Staat, weil sonst hat man ein Problem. Ja. Und das hat dann einander wie auch ein bisschen aufgeschaukelt, würde ich mal sagen. Ja, wir hätten immer mehr müssen als Staat eingreifen. Und weil man es gemacht hat, also eigentlich der Sündenfall, weil der Staat den Sündenfall gemacht hat und geholfen hat, dann ist das nächste Mal, dann sagen sich die Leute, ja gut, ich kann mich günstig finanzieren, ja, mit Fremdkapital, ist super attraktiv, aus bankeigner Sicht. Weil man davon ausgehen kann, dass der Staat dann wieder rettet und wegen dem sind Zinsen tief und darum lohnt es sich, dass man sich fest fremdkapitalisiert. Genau. Und was dann aber durch das System wieder unsicherer macht. Ja. Und da müssen wir irgendwie schaffen, dass wir wieder in eine andere Richtung eben schafft, den Kreis zu machen. Ja, genau. Aber das ist natürlich auch nicht einfach, weil ich meine, was passiert, wenn Banken jetzt müssten von 5% auf 30% Eigenkapital gehen? Dann verteilt sich ja die Rendite von der Bank bei den Aktionären auf ein grösseres Aktienkapital. Das heisst, es verwässert aus eigener Sicht von der Banken oder wird es weniger attraktiv, Aktien von Banken zu halten. Habe ich es richtig zusammengefasst?
Bei den bestehenden Eignern gibt es sicher eine Verwässerung, respektive muss man Dividenden zurückbehalten, relativ lang, um das aufzubauen. Das heisst, man kann das nicht auszahlen. Aber auch für die Neuen, das ist so. Der Gewinn wird ja nicht grösser werden. Das Risiko wird auch kleiner werden, aber der Gewinn wäre immer noch gleich, aber er würde einfach auf mehr Eigenkapital von der Bank verteilt werden. Und mit dem sinkt dann die Eigenkapitalrendite von der Bank. Das ist so. Da ich dann aber einen kleineren Teil vom Eigenkapital quasi habe, ist auch das Risikorenditeprofil quasi ein anderes. Das heisst, wenn ich in eine Firma investiere, wo nur 5% Eigenkapital habe, muss ich auch eine rechte Rendite verlangen, weil das ist ja sehr risikoreich. Und wenn man dann eher in ein System kommt, das weniger risikoreich ist, dann muss ich auch weniger Renditen eigentlich verlangen als Eigner. Ausser ich kann davon ausgehen, der Staat rettet sowieso. Ja. Das ist genau der Punkt. Völlig korrekt. So, wenn der Staat wirklich rettet, dann ist natürlich, dann habe ich lieber... dann ist es als Eigner viel besser, je weniger Eigenkapital man hat. Und das ist genau das, was man auch ein bisschen sieht und die Diskussionen auch prägt. Wie hat die Bankenwelt auf deinen Vorschlag reagiert? Ja, unterschiedliche Stimmen, würde ich das mal diplomatisch formulieren. Es sind natürlich da unterschiedliche Ansprüche und Meinungen rum. Genau. Ich glaube, es gibt sehr viele, die das schon auch irgendwo einsehen. Und es gibt andere, die natürlich aber auch Interessen zu vertreten haben. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Die Subventionen, ich finde, sie sind schon... Also ich bin ja selber auch in der Finanzindustrie, oder? Und es ist ein spannender Ort zum Arbeiten. Man kann gutes Geld verdienen. Aber sind die Subventionen vielleicht nicht auch ein Grund, dass es eben gerade so lukrativ ist in der Finanzindustrie? Ja, würde ich tatsächlich sagen, dass weil der Wettbewerb vielleicht nicht 100% spielt, landet nicht alles von diesen Subventionen bei den Kunden, sondern es bleibt auch etwas bei der Bank hängen. Ja. Und bei der Bank hängen heisst dann sicher auch höhere Löhne. Und dass jetzt der Durchschnittslohn in der Finanzindustrie höher ist als in anderen Industrien. Und jetzt nichts gegen dich. Es bleibt vielleicht jetzt nicht nur daran, dass nur die brillantesten Leute, also sogar die Leute, die dort arbeiten, im Schnitt wirklich deutlich brillanter sind als die anderen, sondern vielleicht eben auch, weil da mehr Geld rum ist, tatsächlich. Ja, wobei ich kann mir schon vorstellen, dass es dort dann auch, dass natürlich das auch Leute an. Und das Leute wieder anzieht. Wir haben in der Schweiz nicht, wir haben gute Universitäten, wir haben schon viel Humankapital in der Schweiz, aber am Schluss ist auch das Humankapital endlich. Ja. Und ist nicht vielleicht auch ein Schaden, wo Subventionen anrichtet, dass es eigentlich dort zu einer Verzerrung führt, dass eigentlich zu viel Humankapital, ich rede jetzt einfach von jungen, engagierten, gescheiten Frauen und Männern, dass die dann ihre Karriere in der Finanzindustrie anfangen und dort bleiben, statt dass sie in die Fundamentalindustrie gehen oder forschen oder irgendwie halt die Umweltprobleme lösen, die wir haben, das Energieproblem lösen. Die Leute fehlen dann. Also grundsätzlich auch nicht schlecht, dass gute Leute in der Bankenindustrie arbeiten, weil das wäre wahrscheinlich nicht besser, wenn keine guten Leute würden arbeiten, wäre jetzt nicht gut für die Stabilität. Von dem her kann man es so ein bisschen relativieren, aber ja, tatsächlich würde ich dann die Kritik spätestens dort anfangen, wenn wir irgendwo bei den hochkomplexen Finanzprodukten irgendwie zu viel Brainpower als Gesellschaft rein investiert. Ob das nicht gescheiter gewesen wäre, wenn die Personen irgendein echtes Problem lösen. Ein echtes Problem lösen, ja. Ich meine, wir hatten 2007, 2008 mit der Finanzkrise haben wir die Subprime-Krise gehabt. Das ist eigentlich ein fundamentales Problem gewesen. Die Hypotheken sind falsch bepreist worden, aber sie sind ja dann auch durch hochkomplexe Finanzprodukte durch den Fleischwolf durchgetrieben worden. Also man hat sie wieder neu verpackt und dann die Verpackungen wieder neu verpackt. Das hat man nur mit super smarten Leuten machen können. Das sind komplexe Modelle dahinter gewesen. Ja, und so, dass dann eben die sehr intelligenten Leute noch den Überblick behalten haben. Weil man an den Finanzmärkten auch Zukunft handeln und da kann man also intelligent sein, wie die Zukunft genau sich wird zeigen, das weiss man schlicht und einfach nicht als Mensch. Ja. Letzte Frage. Also wie denkst du, dass es weitergeht
Denkst wir werden in der Schweiz das Problem richtig angehen oder wird es einfach vertagt? Ich habe schon eine Hoffnung, dass man tatsächlich etwas, also das Problem anerkennt und etwas angeht. Die Challenge ist natürlich, wenn man jetzt wirklich etwas angeht, wir haben vorher geredet, wie weit wir eigentlich entfernt sind von das, wo man eigentlich hingehen muss. Auch wenn wir wirklich etwas angehen, müssen wir wahrscheinlich mit 20, 30 Jahren rechnen, bis wir dort sind. Und in 20, 30 Jahren kann noch viel passieren. Das heisst, mit der Unsicherheit müssen wir sicher weiterhin leben. Ja, aber es wäre mal ein Anfang. Und es wird jetzt nicht gerade in einem Jahr zu der nächsten Krise kommen, es braucht meistens eine Weile, oder? Aber dann wären wir wenigstens auf der halben Strecke. Mindestens wäre schon schön, ja. Genau. Adriel, wir können noch länger weiterreden. Vielen Dank, ich finde es super spannend. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke für die Einladung. Ja. Vielen Dank auch für euch, fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.